Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wochenvideo und mein heutiger Gast ist erneut Frau Prof. Dr. König, Professorin für medizinische Mikrobiologie und Infektionsimmunologie. Und es geht heute wieder um das Coronavirus und über die Bewertung dessen, was das Virus momentan mit uns macht. Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Frau Professor König, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich wieder bereit erklärt haben, heute mit Ihrer Expertise für unsere Zuschauer zur Verfügung zu stehen und ein Interview mit interessanten Fragen zum Thema Corona zu beantworten. Hallo, Herr Bichert. Hallo, Frau König. Ja, das Coronavirus ist auf dem Vormarsch und es ist wandlungsfähig. Und wahrscheinlich ist es auch nicht erst seit Wuhan unter uns. Wie kommen wir auf so eine Idee? Da gibt es also durchaus sehr gute Arbeiten, die doch Hinweise liefern, dass das Virus schon länger unter uns ist. Also nicht erst seit 2019 am Ende, sondern schon ein halbes Jahr eher, vielleicht auch schon ein Jahr eher, vielleicht auch schon noch länger. Also es ein Anpassungsprozess war, bis es dann eben doch so passte und dann eben doch, durch Zufall nachgewiesen wurde, entdeckt wurde. Durch Zufall heißt, weil in China die üblichen PCR-Tests nicht auf die üblichen Verdächtigen anschlugen und die Patienten zunehmend an Lungenentzündung starben und sie sich dann Gedanken gemacht haben, ja, ist da vielleicht was Neues unterwegs? Ja, so muss man das sehen. Also wie gesagt, die normalen PCR-Tests waren negativ. Und dann haben sich irgendwelche gesagt, gut, dann sequenzieren wir das mal. Sequenzieren ist natürlich inzwischen eine Methode, die ist billiger geworden, einfacher geworden. Dann hat man eben entdeckt, dass da etwas anderes in den Proben ist, eben ein neues SARS, also Coronavirus. Vielleicht aber auch, weil man natürlich schon durch SARS-CoV-1 natürlich schon ein bisschen in die Richtung dachte, ne, dass es etwas sein könnte mal. Die Impfung, die momentan den älteren Patienten oder den älteren Menschen der Bevölkerung ja ermöglicht werden und die ja nun auch sehr konsequent in den Seniorenheimen durchgeführt wurden, führen ja zu einer gewissen Immunantwort. Welchen Schutz dürfen wir da erwarten? Ja, also unser Immunsystem verlässt sich nicht nur auf eine Waffe, sondern es gibt so zwei Arme der Infektabwehr, die Immunabwehr. Das ist einmal die Antikörper, die kennt inzwischen jeder. Die wird gesagt, auf die hat man sich am Anfang sehr konzentriert mit SARS-CoV-2. Inzwischen konzentriert man sich mehr auf die T-Zell-Antwort. Das heißt also, wir haben einmal die Antikörperantwort, einmal die T-Zellen. Und die sind auch ganz wichtig für die Abwehr. Man weiß eigentlich, dass die T-Zellen jetzt vielleicht bei Corona noch etwas wichtiger sind als die Antikörperantwort, beziehungsweise auch länger da bleiben. Wir hoffen natürlich, dass eine Immunantwort gebildet wird. Es sind ja die älteren Personen, das wird man eben überprüfen müssen. Wir erwarten natürlich erstmal eine Antikörperantwort, aber wahrscheinlich aber auch eine T-Zell-Antwort. Und dann, ja gut, das muss man jetzt natürlich analysieren, wie gut ist die Antwort. Welche Eigenschaften sollte ein Impfstoff haben, wenn wir den Optimalfall erzeugen könnten? Also wenn wir uns das so wünschen könnten, sollte er eine sehr breite Immunantwort induzieren, die natürlich schützt. Das heißt also, man muss für jedes Virus ist ein bisschen anders. Und es sollte idealerweise neutralisierende Antikörper produzieren und natürlich auch eine sehr gute T-Zell-Antwort. Aber es sollte möglichst auch viele Strukturen des Virus erfassen. Natürlich konzentriert man sich teilweise auf den Schlüssel, der ins Schloss passt. Ja, aber es wäre auch trotzdem ganz gut, wenn dieses überwunden wird, durch was auch immer, dass es auch gegen andere Strukturen passt. Also möglichst weit, breit aufgestellt. Und was müsste man tun, um das zu erreichen? Gut, man erreicht das ja eigentlich durch die klassischen Impfstoffproduktion, also wo das gesamte Virus genommen wird, oder Subeinheiten, Untereinheiten des Virus, aber aus verschiedenen Teilen des Virus. Oder man müsste eben jetzt, wenn man beim mRNA-Impfstoff ist, verschiedene Strukturen eben zusammenmischen und machen. Und von den zurzeit verfügbaren Impfstoffen auf dem Markt, welcher erfüllt diese Bedingungen am stärksten? Das ist im Moment der Impfstoff aus dem Totimpfstoff, aus dem gesamten Virus.
wenn du weißt, ist das der chinesische Impfstoff. Also dort produziert. Wir haben ja in unserem letzten Video über die Risikogruppen gesprochen und da ging es ja sowohl um Kinder als auch um die Senioren. Jetzt will man, habe ich gelesen, in USA, Moderna, eine Studie mit Kindern machen zur Impfung mit mRNA-Impfstoff. Was ist Ihre ethische Meinung dazu? Gut, also dass man, ich weiß die Forderung von auch einigen Kinderärzten, dass man die Kinder mit einschließen sollte. Man muss fragen, gut, die Kinder sind ja eigentlich keine gefährdete Gruppe. Deswegen ist es nicht ganz nachvollziehbar für mich jetzt, aber das mag für andere anders sein, dass man unbedingt jetzt die Kinder impfen muss gegen jetzt SARS-CoV-2. Es gibt andere Infektionskrankheiten, darüber reden wir jetzt ja nicht. Es kann natürlich nur sein, dass man denkt oder sagt, dass eben die Kinder nicht die Omas und Opas natürlich anstecken. Das ist also nachvollziehbar. Bloß wenn aber diese Gruppe dann doch geimpft ist und geschützt ist, dann ist ja diese Gefahr ja nicht mehr da. Das würde aber dann ja bedeuten, wenn jetzt die Kinder Kontakt zu diesem Virus bekämen und im schlimmsten Fall dann tatsächlich mal 3 oder 4 Wochen krank wären und Mutti dann nicht nur im Homeoffice ist, sondern sich um das Kind kümmern muss, dass wir im Grunde genommen vielleicht Mutti auch noch mit anstecken, die ja dann auch nicht aus dem Haus kann, wir also eine relativ breite und ungefährliche Herdenimmunität erzeugen würden. Oder liege ich da falsch? Nein, das liegen Sie durchaus richtig. Das ist so. Und das war ja auch eine Diskussion vor einem Jahr, ob es also das eine Möglichkeit ist, so das Problem zu lösen, eben indem sehr schnell eine natürliche Herdenimmunität geschafft wird. Also spannend, was da wissenschaftlich im Grunde genommen bekannt ist und was am Ende entschieden werden muss. Hinterher ist man ja immer schlauer. Deswegen wollen wir das auch nicht bewerten, sondern einfach nur beschreiben. Angst. Was macht eigentlich Angst mit dem Immunsystem? Gibt es darauf eine Antwort? Ja. Angst ist ein ganz schlechter Begleiter, sagt man immer. Es beeinflusst ganz negativ die Mitochondrien. Angst, also einmal Angst natürlich kann man haben, aber was auch gerade in dieser Zeit ist, wirklich die Leute haben Angst. Und das sollte man eigentlich nicht machen. Man sollte keine Angst schüren. Wir haben eine wunderbare Wissenschaft, die daran arbeitet, dass alles ziemlich viel gelöst wird. Wir haben also einen Impfstoff, der erstmal für die gefährdete Bevölkerung erstmal wirkt, hoffentlich auch so sehr gut wirkt. Wir haben andere Möglichkeiten, uns zu schützen, die ganzen Zusatzstoffe, die wir einnehmen können, um das Immunsystem zu stärken. Zur Angst, ja, da mache ich immer, also da sage ich einmal mein Lieblingsbeispiel. Und zwar, wenn ich das eine Minute erzählen darf, ist es eine wunderbare Publikation, die ich mal gelesen habe. Ja, fasziniert. Und zwar das ist ein uraltes System. Das heißt also, Angst, wenn wir vor irgendwas Angst haben, fangen wir mal anders an. Unsere Zellen machen Energie, bei den Mitochondrien machen ATP. ATP ist unsere Energiewährung. So. Und die machen immer nur so viel Energie, wie man braucht. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Warum? Also das ist geregelt, darauf gehen wir heute auch nicht ein. So. Jetzt kommt aber, und das ist ein ganz, ganz feines Regelsystem, das nie mehr gemacht wird, als gebraucht wird. Eine Ausnahme, Angst. Neurotransmitter des Angst. Das war früher die Angst vor einem Löwen, vor einem Tiger, wo man weglaufen musste. Und das heißt, dann wusste die Zelle, man muss jetzt ganz, ganz viel Energie produzieren, weil ich brauche die jetzt demnächst zum Weglaufen. Wenn ich jetzt erst einmal wieder gucke, habe ich genug, habe ich zu wenig, dann schaffe ich das nie, dann überlebe ich nicht. So. Und dieses System wird dann sozusagen diese Kontrolle wird ausgesetzt und ich produziere ganz viel Energie, wie gesagt, um wegzulaufen zu können. Und dieses System wird auch durch unsere Angst jetzt auch gemacht. Einmal stört es nicht. Aber was passiert, wenn es immer wieder ist? Gut, dann verbrauchen wir aber nicht diese Energie, die gebildet würde, weil wir nicht weglaufen. Wir bleiben ja sitzen. Ja, wir laufen ja nicht. So. Und dann muss dieser Körper, diese Zelle, Gewebe, diese Energie wieder abbauen, das Molekül. Und dabei produzieren sie enorm viel Sauerstoffradikale, schädliche Stoffe. So, wie gesagt, einmal kein Problem, das ist ja unser System. Aber mehrmals, ja, und immer wieder diese chronische Angst oder diese dauerhafte Angst. Und deswegen sagt man ja manchmal, einmal ums Haus laufen, ja, wenn man Angst hatte oder wenn man sich aufgeregt hat. Also, ich würde sagen, Mitochondrien reagieren auf die Neurotransmitter.
Und das beeinflusst dann auch wieder unser Immunsystem. Und da gibt es also auch Untersuchungen worüber, dass eben dann die Immunfunktionen nicht mehr korrekt arbeiten. Also es ist umso wichtiger, dass wir Vertrauen gewinnen, dass wir ein Mindset bekommen, was uns ein bisschen beruhigt und dass wir vor allen Dingen wissen, was wir tun können und müssen. Und darüber haben wir jetzt ja ein bisschen gesprochen. Dafür ist diese Interviewserie da. Und ja, Angst müssen wir nicht haben. Es gibt auch noch ein Leben vor dem Tod. Wenn ich als Arzt Angst vor Ihnen und einer möglichen Infektion meiner Person habe, wenn Sie mich kontaktieren, könnte ich Sie nicht behandeln und auch meine Gedanken würden wirr. Ich muss Respekt haben, ich muss Abstand halten, ich muss, soweit das geht, wenn ich Sie anfasse, komme ich näher, ich habe meinen Schutz, ich trage die Maske, ich desinfiziere, ich stecke mir die Finger nicht im Mund, in die Nase und ins Auge und damit habe ich die größten Eintrittspforten, die so ein Erreger haben kann, unter Kontrolle und damit bleibe ich respektvoll, aber ich habe keine Angst. Und das sollten auch Sie für sich berücksichtigen, dass Sie wissen, wo ist Ihre Eintrittspforte und wo müssen Sie Abstand halten und wie können Sie sich behelfen. Und das wird Ihnen seit 1,5 Jahren vorgebetet und das wissen Sie auch alles. Sie müssen es nur tun und darauf vertrauen. Wenn es jetzt darum geht, den Menschen, die ja auch in dieser Nicht-Gefährdungsgruppe gefährdet sind, einen Tipp zu geben, dann geht es ja immer wieder um die Frage, wie kann ich mein Immunsystem schärfen? Was muss ich tun, damit ich trotz meines eigentlich nicht gefährdeten Alters und meiner nicht vorhandenen Vorerkrankung, also nicht bekannten Risikogruppen oder Faktoren, dann nicht plötzlich doch gefährdet bin? Ja, da muss man eben alles tun, damit das Immunsystem intakt bleibt. Gut, ist jetzt die Frage, wie macht man das? Ich denke mal, dass keiner jetzt ein Biochemie-Lehrbuch aufschlagen will. Da steht nämlich genau drin, welche Enzyme, welche Kofaktoren notwendig sind für welche Funktionen. Und diese Funktionen brauchen wir. Und da spielen natürlich eine wichtige Rolle natürlich die Mitochondrien, klar, das will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, die regeln auch das Immunsystem, auch die Antwort, die T-Zell-Antwort, das sind jetzt also auch Nature-Artikel, Science-Artikel und dass man eben die müssen funktionieren, damit die T-Zell-Antwort, aber auch die Antikörperantwort, also beide Wege, also beide Arme des Immunsystems wirklich sehr gut funktionieren. Gut. Fassen wir vielleicht ganz kurz zusammen. Also der Vitamin D3-Spiegel, das wurde ja immer diskutiert, ist jetzt aber auch im Robert-Koch-Institut auf den Seiten jetzt auch erwähnt, auch die Wichtigkeit, dass man eben darauf achtet, natürlich messen, das tun Sie ja auch, nicht einfach Vitamin D3 nehmen, das wissen wir. Also wir sagen immer überprüfen und dann kontrolliert ergänzen. Sie brauchen sicherlich für Ihre ganzen Mitochondrien Coenzym Q10, das können Sie selbst produzieren, macht der Körper meistens selbst, im Alter wird es weniger. Aber er braucht dafür auch die entsprechenden Bausteine. Also es lohnt sich nicht nur nach QQ10 zu gucken, sondern eigentlich noch einen Schritt zurück und sagen, welche Bausteine fehlen möglicherweise für QQ10 und die sind ja dann nicht nur für QQ10 da, sondern da hängen ja auch noch andere Baustoffe dran oder Stoffwechselprozesse, die ebenfalls auf diese Substanzen zugreifen. Also das im Grunde genommen ein Improvisationsstoffwechsel, der nur das Überleben sichert und wir uns weit hinter dem zurücklässt, was wir eigentlich leisten könnten, was wir uns gar nicht mehr leisten können, weil wir müssen ja auch wirtschaftlich gegen andere Länder bestehen und sozusagen das Optimum aus unserer Fähigkeit herausholen. Das hängt ja davon ab, dass wir wirklich in die Grundlage unserer Versorgung gucken, um dann zum Beispiel für das Coenzym Q10 wirklich schauen, ist denn Tyrosin da? Das brauche ich aber ja halt auch für die Hautbräunung, für das Schilddrüsenhormon, für die Dopaminbildung und damit auch für die Energiegewinnung in den Mitochondrien. Aber Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe, bitte. Alles in Ordnung. Es ist ein komplexes Netzwerk und es nutzt nicht nur eine Substanz zu geben, sondern man muss wirklich sehen, dass man verschiedene gibt. Sie müssen auf die Membran achten, also die richtigen Fette natürlich nehmen, also ungesättigte Fettsäuren natürlich auch, aber müssen natürlich auch aufpassen, dass sie nicht zu viel Oxidantien haben, also auch Antioxidantien. Also Sie müssen ein gewähltes Potpourri nehmen und das müssen Sie am besten mit Ihnen oder mit den Ärzten dann halt gut absprechen, ne? Also was man dann halt genau nimmt. Aber
Man braucht, wie gesagt, mehrere Substanzen. Eine Substanz allein ist nicht ausreichend. Genau, das ist ganz wichtig, dass die Zuschauer bitte mit ihren Ärzten Kontakt aufnehmen. Sie können im Vorfeld auch auf meinem YouTube-Kanal andere einzelne Videos, die sich mit einzelnen Substanzen beschäftigen, wie Tocotrienole, wie essentielle Fettsäuren, wie Zink, wie Vitamin D, wie Mangan, also viele Dinge, also Vitamin A, die auch auf die Mitochondrien Bezug nehmen. Wir haben einige Interviews gemeinsam über die Mitochondrienfunktion gemacht, können sich also wirklich schlau gucken und können dann mit den gezielten Fragen und Wünschen zu ihren Ärzten gehen und dann eben auch einfordern, was sie gerne hätten, um für sich selbst Verantwortung übernehmen zu können, denn ein anderer tut es nicht. Vielen herzlichen Dank für dieses lebhafte, voller Esprit geführte Interview. Dankeschön. Tschüss.